Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video geht es um Wilbers. Ja, und um was es da genau geht, das seht ihr nach dem Intro. Ja, vorab, bevor wir mit dem Video starten, aber ein paar kurze Informationen. Ich habe ja angekündigt, dass ich 2 bzw. 3 Videos mache zur Bremse an der 1150er. Das war auch eigentlich alles im Kasten, aber ich habe dummerweise auf dem PC ein Problem gehabt, das mir einen großen Teil von diesen Daten einfach gelöscht hat. Und ich bin momentan dabei, die wiederherzustellen. Werden wir sehen, ob das klappt, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass das klappt und dass ich dann doch noch ein Video machen kann. Das zweite ist, hier im Hintergrund sieht man ein bisschen unscharf, aber die BMW-Kenner unter euch wissen, um was es geht. Die F700 GS, die ist jetzt am Wochenende dazugekommen. Ja, und da wird es auch einige Videos drüber geben. Also weiß noch nicht was genau, aber es müssen Handprotektoren müssen dran gebaut werden, Motorschutz und Stützbügel, das sind so ein paar Sachen. Aber es gibt bestimmt das eine oder andere Video über dieses Fahrzeug auch noch dazu. Ja, das war's eigentlich. So ein bisschen Neuigkeiten, aber nichts Besonderes. Heute geht es um Wilbers und zwar um ein Wilbers Federbein mit einer hydraulischen Federverstellung. Nennt man das so? Ich glaube ja. Ja, und das baue ich heute hier in die L50er ein, in die GS. Und das ist eigentlich kein großer Act. Aber ich zeige euch erstmal das Federbein im Karton, wie das so verpackt ist und was da alles dabei ist. Ja, und dazu gehen wir mal auf den Tisch. Ja, eine Neuigkeit gibt es natürlich noch. Ich habe, wenn man das hier unten sieht, das Rode Wireless Go, die Funkstrecke gekauft und habe da ein bisschen rumprobiert. Und heute ist das erste Video, was ich damit mache. Und ich hoffe mal, dass das, was den Ton angeht, besser geworden ist. Zumal das eigentlich ganz praktisch ist, dass ich das natürlich jetzt hier am Pullover hängen habe und das Gegenstück steckt genau da oben an der Kamera. Ja, schauen wir mal. Ich bin echt mal gespannt, wenn ich das Ganze bearbeite, wie sich das letztendlich dann anhört. Ich bin auch mal gespannt, weil im Hintergrund läuft jetzt hier der Heizlüfter, ob man den überhaupt noch hört. Ja, das so am Rande. Wir gucken uns jetzt mal hier den Karton an von diesem Federbein und ja, ist ein schöner weißer Karton, ganz toll mit Beschriftung Wilbers Made in Germany. Ja, das war's schon. Nein, natürlich nicht. Ich habe, kurzes Vorwort, ich habe in der L50 GS natürlich noch das Originalfederbein drin. Ja, und die ist nun jetzt 17 Jahre alt und ich gehe mal davon aus, dass da an diesem Federbein eigentlich nie irgendwas gemacht wurde. Und ja, ich habe dann mir überlegt, was machst du? Okay, Originalfederbein ist uninteressant zu kaufen, also bin ich über die Firma Wilbers gestolpert. Kannte ich natürlich auch schon aus früheren Jahren und weiß, dass das immer Top-Qualität war. Und bei Wilbers kann ich mir natürlich das Federbein auf mein Gewicht, auf mein Fahren, wie ich fahre, komplett einstellen lassen. Und ja, das habe ich auch gemacht. Die Lieferzeit, die lag so etwa bei 16 Tagen, also von der Bestellung ab, Bearbeitung und, bezahlen und dann basteln die das Teil zusammen und ja, und dann wird es eben verschickt. Wie man hier sieht, und ich fand das, ich habe mal so ein
einen Film über Wilbers gesehen, einen Bericht, ich meine, es war auch bei YouTube gewesen, was die für einen Aufwand betreiben mit ihren Verpackungen. Es ist also so hier, das ist so eine Tüte und in dieser Tüte ist irgendwie so ein Zeug drin, was erst flüssig bzw. ja ein Schaum ist, ja, und das wird dann in den Karton eingesetzt und da rein wird dann letztendlich das Federbein gelegt. Und deshalb liegt dieses Federbein genauso in der Verpackung, wie sich dann dieses Material hier außenrum daran angeschmiegt hat, sage ich mal. Ja, ist eigentlich nicht wichtig, aber ich finde es faszinierend, dass es Firmen gibt, die sich eben da solche Gedanken machen. Stabiler Karton war natürlich noch in einer Umverpackung drin. Wunderbar, also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ja, was habe ich bestellt? Das ist der Typ 640 in Blue Line, wobei sich das bezieht auf die Feder, ja, auf die Farbe der Feder, aber auch mit der hydraulischen Federvorspannung. Ja, also kennt man ja schon von dem Originalfederbein an der 1150er und auch an anderen Modellen von BMW, wo man eben so ein Handrad hat und um die Federvorspannung beispielsweise, wenn man mit Gepäck fährt oder mit Sozius fährt, eben zu verstellen. Diese Verstellung hier, die bietet 10 mm Verstellung, das heißt auf der maximalen Spannung kann man hier eben 10 mm verstellen und das reicht offenbar, also das ist ja, ausreichend. So, dann holen wir das gute Stück mal hier raus. Es ist natürlich eine ganz, ganz ausführliche Beschreibung dabei. Es ist eine ABE dabei. Und es ist eben vorangestellt, was die Zugstufe angeht, auf das Körpergewicht, was ich eben angegeben habe und auf meine Fahrweise. Ja, es gibt eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. Ist hochwertig verarbeitet. Ja, gibt es eigentlich überhaupt nichts. Dann haben wir hier diesen Verstellmechanismus. Ich kann das mal hier kurz in die Kamera, das ist ein bisschen unhandlich. Ja, das ist scharf. So, ja, genau. Da kann man dann drehen. Und das ist im Prinzip das Federbein, die Lagerbuchsen, hier innen drin der Anschlagdämpfer, so ein Elastomer. Jo, dann haben wir hier wohl die Einstellung der Zugstufe, nehme ich mal an. Klasse Teil, sieht geil aus. Hier haben wir noch den Halter dazu, den Halter für die Federvorspannung für diesen Zylinder. Weil da ist es so bei der 1150er, dass da ja ein spezieller Punkt, eigentlich ein Anbaupunkt da ist am Fahrzeug, der aber hier nicht mehr verwendet werden kann. Und somit wird es hinten an der Seite montiert, das zeige ich dann aber später. Auch aus Aluminium komplett, verschraubt, passt perfekt. Bedienungsanleitung, Montageanleitung ist alles dabei. So, wir fangen an, wir gehen ans Fahrzeug und wir schrauben das Ding da rein und dann schauen wir mal. So, als allererstes fangen wir mal oben an. Machen wir hier die Sitzbank, wie nennt man das, die Sitzbankarretierung los, weil hier natürlich die Schraube geöffnet werden muss. Hier ist die Mutter, hier die Schraube, und dass wir die zur Seite rausziehen können, müssen wir den Halter hier abschrauben. Haben wir hier frei. Und jetzt gehen wir nach unten, machen das Hinterrad raus. Ja, zum Hinterrad rausmachen brauchen wir eine Verlängerung, eine kurze Verlängerung, eine 17er Nuss. Und dann können wir die Schrauben schon rausmachen. Hier sind so Zentrierringe drauf. Ja, und natürlich muss man den Bremssattel auf der anderen Seite lösen. Das ist klar.
So, dann gibt es hier so eine Distanzscheibe, einen Zentrierring, der hier hinten drauf sitzt. Und das muss man dann alles auch mal schön sauber machen. Das ist im Übrigen kein Zentrierring, das ist eine Distanz. Ja? Also nur eine dünne Scheibe. Zentriert wird es über die Radbolzen, Radschrauben. Okay, Hinterrad ist raus. Jetzt müssen wir hier innen drin die Verkleidung wegmachen und dann kommen wir schon ans Federbein. So, wir haben hier 3 Schrauben. Dann haben wir hier oben eine Schraube. Und das gleiche auf der anderen Seite. So, haben wir den Schutz schon mal ab. Ich mache den mal da dran, dass der da nicht runterballert. Und damit das ABS-Kabel nicht abreißt. So, dann haben wir hier unten die Schraube frei. Was wichtig ist, dass man die Schwinge hinten hier unterbaut. So, und da ich jetzt hier ohnehin einen Wagenheber habe, machen wir da einfach das mit dem Wagenheber. Ein Lappen dazwischen. Vielleicht kann ich das mal zeigen. So, ne? Lappen dazwischen. So, und gerade so, dass es auf Druck ist. Nicht, dass uns das Ding vom Hauptständer kippt. So, und weil es so schön ist, machen wir den Auspuff weg, weil man sonst nicht an die untere Schraube kommt. So, okay. So, also normalerweise macht man das natürlich nicht mit dem Drehmoment auf, das ist klar. Aber der Abstand hier zwischen, ich zeige das mal gerade eben. Ich habe eine relativ lange Nuss, also Inbus, und der Abstand zwischen dieser Schraube hier und dem Auspuffrohr ist relativ gering. Das heißt, ich komme mit dieser dicken Rätsche da nicht dazwischen. Ich habe natürlich überhaupt keine Lust, den Auspufftopf wegzumachen oder sonst irgendwas in diese Richtung. Mal versuchen, mit der kleinen Rätsch zu drehen. Relativ lange Schraube und normalerweise soll die eingeklebt sein. Ich sehe hier aber nichts mit Schraubensicherung. Nun gut, dann machen wir hier oben 14er und 15er Schlüsselweite. So, dann haben wir die obere Schraube raus. Die wird von der Fahrzeugseite rechts eingesetzt. So, dann machen wir ein bisschen Silikonspray dazwischen. Dass das leichter rausgeht. Ja, okay. Jetzt hätte man natürlich vorher noch. Ja, so geht's. Natürlich muss man vorher hier diesen Hydraulikzylinder abmachen und die beiden Kabelbinder oben. Der Originalhaltepunkt wird nicht mehr verwendet. Da gibt es einen neuen Haltepunkt. So, dann haben wir hier oben 2 Kabelbinder. Das sieht man jetzt von der Seite
Nicht? Ist auch schön, wenn Kabelbinder verschwinden. So, und dann haben wir das Federbein draußen. So, ich werde jetzt hier das alles mal sauber machen, hier innen drin, da unten. Und wenn ich das sauber gemacht habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier alles sauber gemacht. Das Gewinde hier unten drin in der Schwinge muss gereinigt werden. Und die Schraube, die dann später hier reinkommt, das ist diese hier, die wird mit Loctite eingeklebt. Hier in der Beschreibung steht Loctite 243. Ich habe eine mittelfeste Schraubensicherung da und damit wird die Schraube da eingesetzt. So, das ist das eine. Wie gesagt, sauber gemacht habe ich das alles. Hier oben ebenfalls, auch innen drin, also in dem Schacht, in dem hier das Federbein sitzt. Dann ist das alles gut. Gereinigt habe ich das Ganze mit Ballistol zum einen. Das ist einmal das hier, Ballistol, bisschen Bremsenreiniger und auch ein bisschen Silikonspray für diese Gummimanschette, die da unten ist. Ansonsten ist alles tippitoppi, passt. Und jetzt kann ich das Federbein einsetzen. So, wir haben hier das Federbein, hat in diesem Fall ja hier diesen Anschluss für die Federverstellung. Und das kommt natürlich nach oben. Das heißt, wir setzen als allererstes hier die Buchse in die obere Verschraubung und dann schieben wir im Prinzip mit dem Wagenheber die untere Verschraubung hier in die richtige Position. Der Schlauch kommt dann oben im Gehäuse raus, auf der Seite. Und das sitzt jetzt hier mal da rein. Und dann kann man oben erstmal die Schraube durchschieben und das Ganze erstmal so belassen. Ich muss gerade feststellen, dass mein Wagenheber den Druck nicht mehr hält. So, wenn wir das da jetzt eingesetzt haben, so, passt. Und wenn ich jetzt nicht immer darüber latschen müsste, wäre es auch gut. Dann kann man unten das Loch auf die richtige Höhe bringen, an die Schraube Loctite, beziehungsweise irgendwas anderes. So, dann haben wir die Schraube schon drin. Brauchen wir nur noch passende Nuss. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier unten sind zwei Aluhülsen, die sind voneinander getrennt. Und hier drin ist ja wie ein Kugellager im Prinzip, etwas, was ich bewegen kann. Und wenn das zusammengepresst wird, also zusammengesteckt wird, diese beiden Hülsen in den Stoßdämpfer rein, dann kann das sein, dass das ein bisschen schief ist. Da müsst ihr darauf achten. Das war nämlich jetzt bei mir das Problem, dass diese zwei Buchsen mit der Schraube nicht in der Geraden waren. So bin ich auf der anderen Seite nicht in das Loch gekommen. Das ist aber kein Problem. Man kann hier diese beiden unteren Hülsen im Schraubstock einspannen. Ich lege das nur jetzt an, es wird später mit Drehmoment angezogen. Die kann man im Schraubstock mit Alubacken einspannen und dann kann man das ein bisschen verdrehen, justieren, ne, dass das wieder hier eine Linie bildet. Wenn ihr das hier mit Gewalt reinhämmert, die Schraube, dann habt ihr das Problem, dass ihr euch das Gewinde hier in der Schwinge kaputt macht. So, die Schraube hier festziehen. Anlegen, da haben wir hier, die Mutter hat 15er Schlüsselweite, die Schraube hat 14er Schlüsselweite. Da machen wir 50 Newtonmeter. Die obere Schraube muss nicht eingeklebt werden. Ja, intelligent, ne? Wem ist es aufgefallen? Wahrscheinlich allen außer mir. Rechtsgewinde. 50 Newtonmeter. Jo, und dann können wir schon, hier oben ist eigentlich fertig alles. Ich mache das ganz gerne, dass ich da ein bisschen Schutzwachs dann drauf mache, dass das nicht zusammengammelt.
Und dann können wir eigentlich auch schon die Sitzbankarretierung festmachen. Die Sitzbankarretierung kriegt 5 Newtonmeter und wir machen jetzt so fest. Passt schon. Wunderbar. So, kleiner Tipp am Rande. Also Kunststoffteile, zum Beispiel wie das hier, die verbleichen ja mal ganz gerne, wie eigentlich alles an den Motorrädern, an jedem Motorrad, egal. Und ich habe da das hier, kann man das sehen? Ja. Ich habe lange gesucht nach etwas, was Kunststoff wieder frisch macht. Und dieses, muss ich sagen, ist aus eigener Erfahrung wirklich perfekt. Also ausgeblichener Kunststoff wird wirklich wieder, also nicht für alle Tage, aber sehr lange frisch. Also mit frisch meine ich natürlich wieder schwarz. Ja? Das lässt natürlich dann auch wieder nach, aber es hält einige Regenfahrten und also ich finde es perfekt. Ich weiß gar nicht, was die Dose kostet. Ich glaube 15 Euro. Ich kann euch das da unten in der Videobeschreibung mal verlinken. So, wir machen jetzt das Federbein an der Schwinge. Das haben wir eingeklebt. Machen wir mit 58 Newtonmeter. So, und dafür verwenden wir jetzt natürlich hier den Drehmomentschlüssel. ...58. So, bevor wir jetzt das Federbein einbauen. Nee, das Federbein haben wir ja schon drin. Bevor wir jetzt das Hinterrad einbauen, kümmern wir uns um den hier. Und dieser Versteller, der hat hier eine Anzeige, also wenn man hier dreht, dann kann man den zudrehen, also rechts rum ist zu und links rum, hört man das? Hat er dann so Rasten. Wenn man den ganz bis zum Anschlag dreht, also ganz nach links, dann ist es so, dass die Feder ganz entspannt ist, also auf den eingestellten Wert entspannt ist. So, und der hat jetzt hier, ja, wenn man es dann zudreht, dann wird die Feder im Prinzip über den hydraulischen Versteller, der am Federbein angebracht ist, zusammengedrückt und somit wird das Ganze, wenn man beispielsweise mit Sozius fährt oder wenn man Gepäck dabei hat, dann wird das Federbein eben etwas mehr vorgespannt. Ja, und deswegen kann man das hier verstellen. So, wir haben jetzt hier 2 Löcher und die Stahlflexleitung. Die Stahlflexleitung, ich zeige euch das mal kurz. Oh, das ist echt, wenn du keinen Platz hast, ist echt eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also hier zwischen dem Sicherungskasten und dem Luftfiltergehäuse kommt die Stahlflexleitung raus und die wird dann hier am Ding hier angebracht, an diesen, für die Fußraste hinten. So, da hole ich jetzt mal den Halter. Dann werden wir mal schauen, wie wir das da dran kriegen. Also der Halter, der Halter hat, kriegen wir das irgendwie hier hin, dass wir das scharf, so ja, meine Güte. Der Halter ist aus Aluminium, der hat hier eine Klemmung, die wohl genau gemacht ist für dieses, was ist denn heute los hier? Geht nicht, wird nicht scharf. Egal. Der Halter ist genauso gemacht, dass er hier an die Strebe passt. Und diesen bauen wir jetzt da dran. So, das sind die Originalschrauben, verzinkte Schrauben, M6. Und ich habe natürlich noch Edelstahlschrauben gehabt, die ich mir gekürzt habe und die kommen jetzt da rein. So, wir machen also diesen Halter, den hier. Also irgendwas stimmt mit der Kamera nicht, egal. Den machen wir so rum da dran und machen uns ein bisschen Kupferpaste ans Gewinde.
Nicht viel. So, festziehen können wir das später. Dann sitzt der Halter so rum da. So, dann können wir gleich da noch ein bisschen Kupferpaste dran machen. So, da kommt das Gegenteil da drauf. Ist mit 2 Händen ein bisschen schwierig, aber geht. So, ich zeige das mal von nahen. So, jetzt kann man das Ganze hier so verschieben, dass man das Ganze auch noch drehen kann, dass es nicht stört. So. Machen wir von hinten die Schrauben fest. So, dann kommt hier das Kabel raus. Das passt eigentlich alles sehr gut. Und dann kann man das hier festmachen. Ich muss noch mal gucken, wie viel Newtonmeter die bekommen. Dann stört es hier nicht, wenn man die Fußraste draußen hat. Da kann nichts passieren. Hier ist alles gut. Und man kann hier drehen und das Federbein verstellen. Wenn die Schwinge einfedert, passiert hier auch nichts. Das ist schon in Ordnung so. Davon abgesehen kann man das ja auch immer wieder verstellen, wenn es doch an der falschen Position sein sollte. Jetzt gehen wir in umgekehrter Reihenfolge vor und schrauben die Verkleidung wieder rein. Bei der Verkleidung, bei diesem Spritzschutz hier, ist es ganz wichtig, wenn ihr da andere Schrauben reinmacht, dass die mittlere Schraube eine ganz kurze Schraube ist. Also die sollte nicht länger sein, weil wenn ihr da eine längere Schraube reinmacht, dann stößt die hinten an der Feder vom Federbein an. Und macht euch da die Lackierung oder die Beschichtung vom Federbein kaputt. Also daran denken und das im Zweifelsfall kontrollieren. So, das sind die unteren 3. Wenn ihr das Motorrad auf so eine Aufbockhilfe, so eine klappbare Aufbockhilfe, wenn ihr die habt, dann müsst ihr die halt für die obere Schraube auf der linken Seite entfernen, beziehungsweise einfach ein Stück nach unten setzen. So, 10er Schlüssel haben wir auch drüben. Dann machen wir gleich drüben rein. Und die unteren Schrauben festmachen. Ich würde das auf jeden Fall nochmal kontrollieren, also solltet ihr andere Schrauben da reinmachen, die mittlere, die äußeren sind fast egal, dann kontrolliert, dass die nicht zu lang ist. Sonst habt ihr da echt ein Problem. So, sauber gemacht ist alles. Zeige ich aber jetzt gleich nochmal von der Innenseite. Gehen wir mit der Kamera rüber. Also ich habe hier natürlich alles sauber gemacht, außenrum. Die Gewinde, die müssen trocken sein. Also
also kein Fett drin. Und dann können wir schon natürlich auch das Hinterrad sauber machen, innen drin. Hier habe ich ein bisschen Fett reingemacht. Die Schrauben mit der Stahlbürste, ich weiß nicht, warum das heute nicht scharf wird hier, mit der Stahlbürste sauber machen, das Gewinde. Und dann werden die erstmal handfest eingesetzt. So, also das ist ein bisschen eine Zuchtelarbeit hier, das Hinterrad da drauf zu kriegen, wenn man das alleine macht. Aber irgendwie geht es dann doch irgendwann. Wichtig ist die Distanzscheibe, die dazwischen sein muss. Und dann legen wir das erstmal handfest an. Und dann bekommen die kreuzweise, werden kreuzweise angezogen, einen Voranzug von 72 Newtonmeter und einen Endanzug von 105. Keine Schraubensicherung, kein Fett ans Gewinde, trocken einsetzen. So, und das genau mache ich jetzt mal. Also die Schrauben sitzen drin und werden kreuzweise angezogen mit erstmal 72 Newtonmeter. Und im Endanzug mit 105 Newtonmeter. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Das war's schon. Wollen wir noch den Auspuff dran? Bei dem Zusammensetzen von den einzelnen Verbindungsschellen hier, also am Auspuff und am Katalysator, habe ich hier so eine Hochtemperatur-Keramikpaste. Und da mache ich immer ein bisschen dran, dass die, also nicht zu viel. Erstens flutscht das besser, das ist das eine. Und zum Zweiten, wenn man das wieder auseinander machen muss, dann kriegt man das auch leichter auseinander. Dann müssen wir es halt so rum machen. Ist auch kein Problem. So. Die obere Schraube rein, dass wir das ausrichten. Wenn ihr natürlich einen anderen Auspuff da dran habt, dann, ja, wobei die Haltepunkte sind natürlich die gleichen, ist ja klar. So, dann machen wir die Abdeckung hier dran und schmieren uns das Fett an den Auspuff. Oh, Kinders. Naja, egal. Auch bei den Schellen, also bei den Auspuffschellen allgemein, überall die gleichen, ist es wirklich ratsam, die mit irgendeinem Rostschutz oder mit irgendetwas, was konserviert, also Kupferpaste oder irgend sowas in der Richtung, einzuschmieren, dass sie die einfach wieder leichter aufklebt. So. Die nochmal festmachen hier. Ja, und dann sind wir eigentlich schon durch. Auf der anderen Seite den Bremssattel befestigen. So, der Bremssattel sind die beiden Schrauben hier. 40 Newtonmeter.
Passt auf das ABS-Kabel auf. Das war's schon. Ja, Freunde, das ist das alte Federbein. So rum. Bam. Was drin war, ein Showa Federbein, keine Ahnung, was ich damit mache. Ich weiß noch nicht, ob das eventuell, ob man das überholen kann, muss ich noch in Erfahrung bringen. Und ob sich das überhaupt rentiert dafür. Ja, das Federbein ist drin, ist alles zusammengebaut. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen sauber, dass alles wieder bling bling ist. Und dann war das eigentlich schon alles, mehr ist es nicht. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, vielleicht auch ein Abo. Und ja, ach so, was ich noch vergessen habe. Natürlich werde ich bei der ersten Probefahrt auch darüber berichten, genauso wie über die BohrPro-Sitzbank in einem Videovlog. Ja, ihr wisst, was ich meine, wie sich das verhält mit dem neuen Federbein, ob sich irgendwas verändert hat oder werden wir mal sehen, ja, die Einstellungen und. Schauen wir mal, werde ich darüber berichten. Im Motovlog, so heißt es ja heutzutage. Ja, wie gesagt, ich danke euch fürs Zusehen und ich wünsche euch was und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt dran, ciao, ciao.